Und irgendwann haben wir einfach dann gemerkt, hey, we don't fit in this system. Es funktioniert nicht. Wir haben es immer wieder probiert auf die verschiedensten Arten und Weisen. Als Selbstversorger, als Vollzeitarbeiter. Es war nie irgendwie so, dass wir gesagt haben, es funktioniert. Und jetzt haben wir irgendwas auf eine gewisse Art und Weise eine Nische für uns gefunden. Salve, ich bin die Chandrika La und das ist das Surf Lorietti. Grüß euch. Wir wohnen in unserem Cambo da oben und ich wohne viel auch in der Jurte. Wir haben uns entschieden, uns von vielen Materiellen zu befreien und haben uns jetzt auf den Weg gemacht, andere Leute zu erinnern an ihre Träume und an Mut. Wir haben bereits in einem LKW und 2 Transporter Große gelebt. Transporter. Der Florian hat den ersten umgebaut, die anderen 2 ausgebaut und den hat er komplett aufgebaut. Also der war leere Umzugslastwagenkabine und ja, erzähl mal, wie du das gemacht hast. Ja, 2,5 Jahre gedauert, neben der Arbeit. Ist dann immer eng geworden dieses Mal. Baujahr 2010, ist jetzt 13 Jahre alt. Mit 7,5 Tonnen und 220 PS. Hat den 4-Zylinder-Motor drin, der ist relativ sparsam. Hat die große Fahrerkabine mit dem hohen Dach, also nochmal 4 Sitzplätze hinten oder 2 Liegeplätze. Der Koffer hinten drauf ist jetzt ein 6 Meter Koffer. Es war ein leerer Umzugskoffer. Den haben wir dann komplett isoliert und ausgebaut. Das ganze Fahrwerk sauber gemacht, entrostet, neu lackiert. War das große Glück, dass hier ein Holz-Alu-Koffer drauf war. Das heißt, es ist eine Sperrholzwand mit einer Alulage außen und innen, was den Vorteil hat, sie ist stabil. Man bekommt hier keine Dellen wie bei den reinen Alu-Koffern. Wenn du irgendwo dagegen drückst, hast du sofort eine Delle drin oder wenn ein Ast streift, dann schaut das furchtbar aus. Das ist halt jetzt eine stabile Holzwand mit Alu-Kaschierung. In meinen Augen super und wird innen dann auch schön gedämmt. Haben wir jetzt 6 cm Wandstärke, ist vom Klima her ganz toll. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch diese matte olivgrüne Farbe, weil die das Ding einfach verschwinden lässt. Das ist schon ein Riesenteil, ein Riesenkoloss, wenn der in der Gegend steht und er ist schon auffällig. Jetzt in dem ganzen Hellgrün blinkt der richtig raus und so verschwindet der einfach, wenn man irgendwo ist. Das finde ich immer ganz gut an den matten, dunklen Farben. Und weg sind wir im Wald. Da bist du einfach gleich verschwunden. Und das stört auch die Leute nicht. Also die Leute freuen sich eher, weil es ist angenehm fürs Auge. Das stimmt. Wir hatten beide diesen tiefen Freiheitswunsch, wirklich nicht so ins System reinzugehen. Der klassische Werdegang, oder? War nie unser Ding. Halt so macht. Heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, das haben wir uns nie dafür interessiert. Wir sind zusammengekommen, haben uns gefunden und sind dann sofort nach Indien abgehauen. Und zwar ein Jahr, nicht so spaßig für die Familie. Dann haben wir die Möglichkeit durch eine Erbschaft von mir gehabt, uns einen 4-Seithof zu kaufen. Das war sehr jung noch, das war mit 23. Mit 23 Jahren haben wir das gemacht. Das war eine große Verantwortung. Ein autarker Hof ohne Strom, Autarker ohne Hof Wasser. ohne Strom, mit dem Windrad oben. Und das hat uns geschult, das hat uns gebrieft. Da haben wir den Traum, den wir hatten, tatsächlich von einer WG in diesem Hippie-Style, haben wir da einfach irgendwo dann total zerschossen. Mein Schatz ist dann richtig eingestiegen in das System, also tatsächlich so from 9 to 5. Und ich habe immer versucht, ihm den Rücken frei zu halten. Ich habe immer diesen Background gemacht. Ich habe versucht, frei zu bleiben, diese freie Energie zu erhalten. Und irgendwann haben wir einfach dann gemerkt, hey, we don't fit in this system. Es funktioniert nicht. Wir haben es immer wieder probiert auf die verschiedensten Arten und Weisen. Als Selbstversorger, als Vollzeitarbeiter. Es war nie irgendwie so, dass wir gesagt haben, es funktioniert. Also wir fühlen uns als angenommen in diesem System. Es war immer so irgendwie dieses Ding, es ist kein Platz für uns. Und jetzt haben wir irgendwas auf eine gewisse Art und Weise eine Nische für uns gefunden. Es ist dieser Freiraum da, sich zu bewegen
Und es ist trotzdem eine gewisse Kontinuität, weil wir einen wunderschönen Platz haben, weil wir uns hier einfach aufhalten können. Und ich muss sagen, wir sind so gesegnet von der Familie. Gell? Die Familie steht voll hinter uns. Die freuen sich über unseren Lebensstil. Das ist so, ich bin so dankbar, dass das so ist. Das ist so ein Geschenk. Die jubeln, wenn wir dann zum Waschen kommen, weil meistens mache ich die Wäsche bei meiner Mama. Und die freuen sich, ja, jetzt kommen die Camper und es tut so gut. Und ich würde einfach jeden mit an Bord nehmen, der im Umfeld ist, und zwar in einem positiven Sinne. Ich würde nicht irgendwie mich da reinstecken lassen, weil es war für meine Eltern, für unsere Familie auch nicht leicht, dass wir diesen tollen Job weggeschmissen haben, sozusagen, das Haus aufzugeben, diesen ganzen sicheren Lebensstil, diesen tollen Job, wo wirklich gutes Geld reingekommen ist. Und wir haben uns dafür entschieden und ich würde es immer wieder machen. Ja, die Sache ist halt, dass wenn du ein Haus hast, was ja irgendwie jeder haben möchte, dann hängst du halt mit drin. Du musst das Haus erhalten, du musst Strom, Wasser, Heizung zahlen. Du kannst nicht aus. Also sobald du dir den Traum vom eigenen Haus ermöglichen möchtest, musst du arbeiten hier in Europa zumindest, sage ich jetzt mal. Da kommst du nicht aus. Und du willst immer mehr. Du willst halt mehr, die anderen haben mehr, du willst wieder mehr. Es geht immer um mehr. Und bei uns geht es tatsächlich jetzt um Simple Life. Die grundlegenden Sachen, ja. Simple Life is good life. Ja, unser neues Zuhause ist jetzt mal ganz anders geworden wie die vorherigen. Die vorherigen waren eher klassisch mit Nut- und Federbrettern, Holzwänden, viel Holzeinbauten. Ist jetzt hier anders geworden, weil ich jetzt die Möglichkeit hatte, das hier so zu produzieren. Ich war eine Zeit lang jetzt im Yachtbau tätig und konnte da die Werkstatt nutzen. Und deshalb ist jetzt alles hier mit schönen edlen Oberflächen geworden, mit HPL-Oberflächen, immer abwischbar, bleicht nicht aus. Schönem Holz, das wäre jetzt hier Olivenholz, der Schrank. Und ist halt alles jetzt ein bisschen edler geworden, weil ich halt auch die Möglichkeit hatte, mir hier alles selber zu produzieren. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Alles in Leichtbau mit Balsaholz und dann hier mit furniert, dass auch alles nicht zu schwer wird. Hat sehr viel Freude gemacht. Der Partner des heutigen Videos ist EcoFlow. Der Powerstream von EcoFlow ist das erste Balkonkraftwerk mit eigener tragbaren Powerstation. So könnt ihr die Sonnenenergie Tag und Nacht nutzen und damit eure Stromrechnung senken. EcoFlow Smart Plug und die EcoFlow App ermöglichen euch die Überwachung und Optimierung eures Stromverbrauchs in Echtzeit. Das System ist kompatibel mit allen tragbaren Powerstations von EcoFlow und bietet die Lösung bei Stromausfällen. Das Powerstream Balkonkraftwerk kann sowohl im Garten und Terrasse des eigenen Grundstücks als auch am Balkon der Wohnung verwendet werden. Ich habe meine Solarmodule hinter dem Haus aufgestellt in Richtung Süden. So bekommen sie die meiste Sonne ab. Als Batterie habe ich die Delta 2. Die habe ich schon länger in Benutzung und mit einer Akkukapazität von 1024 Wattstunden deckt sie locker meinen täglichen Strombedarf hier im Häuschen im Sommer. Die Installierung ist recht easy und ich musste nicht mal bohren. Die superflachen Kabel werden einfach durchs Fenster gesteckt und an den Wechselrichter angeschlossen. Dieser wird dann mit der Powerstation und dem häuslichen Stromnetz verbunden und schon kann der eigene Strom fließen. Das EcoFlow Balkonkraftwerk ist die Lösung für alle, die ihr Zuhause nachhaltig mit eigenem Ökostrom versorgen wollen. Ein weiterer wichtiger Schritt in die Autarkie. Wir haben einen Holzofen. Wir haben einen Holzofen. Ein Holzofen! Das Wichtigste im ganzen Lastwagen, auch wenn man im Winter drin wohnt. Du kriegst halt alles schön trocken dann. Also wenn du wandern gehst, wenn du Sport machst, wenn du mal ein paar Sachen mit der Hand rausdrückst. Du kannst es hier einfach aufhängen und es trocknet. Und das ist, finde ich persönlich, halt jetzt schwierig, mit einer anderen Heizung wirklich die Feuchtigkeit rauszubekommen. Ja, wir haben auch hier ein schönes großes Badezimmer eingebaut, weil wir den Platz hier haben. Mit Dusche und Toilette, alles in einem Raum. Trockentrenntoilette, da sind wir total begeistert von, ja. Wir hatten einmal eine Überschwemmung, muss ich jetzt auch zugeben.
Du musst halt dranbleiben, du musst halt wirklich regelmäßige Zeiten zum Ausleeren von dem Pisspot machen. Ist so. Aber wenn du das einmal hattest, dann hast du das. Dann sitzt es. Dann sitzt es, wenn du die Pisse im Magen hast. Ja, in jungen Jahren waren wir viel unterwegs, waren wir auch lange unterwegs. Wir waren, glaube ich, 2 Jahre in Indien. Über 2 Jahre in Asien, also das ganze Südostasien, so 2,5 in Nepal, Jahre. Indonesien, Thailand, Malaysia, Singapur. Wir sind da ziemlich viel rumgekommen. Und wir haben damals schon gemerkt, dass das einfache Leben einfach halt schon freier ist und auch viel mehr Spaß macht. Wenn du halt so einen Rucksack hast und da ist alles drin, das ist halt so kümmern. genial. Du hast alles drin, ja, du packst es dir hinten drauf und los geht's. Das ist einfach. Dann Europa, wo waren wir in Europa? Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, diese ganzen Standardsachen. Da waren wir viel mit dem Bus schon unterwegs auch. Also genau. Asien immer Backpacker mit Rucksack und Europa dann mit unseren ersten Wohnmobilen. War auch schön. Was uns aber geprägt hat, war Asien. Ja, definitiv. Also Indien. Indien hat uns beide geprägt. Indien ist einfach verrückt. Indien ist crazy. In Indien ist alles möglich. Du musst von jetzt auf hier sofort reagieren. Du musst bei dir bleiben im Jetzt. Und das ist halt einfach das, Jetzt sein, genau. Total. Da wollen wir auch diesen Winter wieder hin nach Indien. Ja. Der ist jetzt kalt gestellt erstmal. Ich bin jetzt kalt gestellt, ja. Kalt gestellt, darf nicht arbeiten. Vielleicht ganz tolle, liebe, schöne Projekte mit lieben Menschen, ja, das schon, aber hier kein 9 to 5 mehr, kein System. Das muss jetzt erstmal ausheilen und sich langsam beruhigen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Und ich bin tatsächlich hierher gekommen, in diese Planebene, um Menschen zu helfen, sie an ihre Träume zu erinnern. Und ich baue mir gerade ein Online-Business auf. Ich begleite Leute 1:1 und im Moment bereite ich ein paar Kurse vor, kleine Kurse, bei denen man sich einfach mit sich selber auseinandersetzen kann. Was mir total am Herzen liegt, ist echt auch diese ganze Geschichte, die Reichen mit an Bord zu nehmen, weil die sind bored. Ja, irgendwann kommt dieser Punkt, wo die bored sind und ich will die mit an Bord nehmen, ich will denen zeigen, wie es schön ist, zurück zur Natur zu kommen. Weil wenn wir in diesen Bereich reingehen, dass wir uns nicht mehr als Outlaws oder ich weiß auch viel aus der Spirit-Szene, die kein Geld nehmen, die alles gratis machen. Wir müssen das mit an Bord nehmen. Wir müssen akzeptieren, dass Geld einfach nur ein Tauschmittel ist. Da ist nichts irgendwie, wo was dran klebt. Wir müssen uns da nicht klein halten. Wir müssen uns nicht erzählen lassen, dass wer, der natürlich lebt, kein Geld haben darf. Wir brauchen mehr Handlungsspielraum. Und ich bin tatsächlich da, um dich dahin zu bringen, wo dieser Platz ist für dich, in dem du dich wohlfühlst und in Fülle und Abundance leben kannst. Und das Sir ist halt jetzt dazu da, mir den Rücken frei zu halten, weil das habe ich halt vorher 25 Jahre lang gemacht. Ja, ich war Zeit, Hausfrau. dass ich der Hausmann werde, gell? Jetzt haben wir Rollen getauscht. Ist auch nicht leicht. So als Macher, der ständig immer alles gebaut hat und gemacht hat. Und es war ja auch schön, alles machen zu können, was man will, von alles mögliche Haus bauen, Elektrik, Innenausbau, alles. Ich kann mit Oldtimern, also ich kann mir eigentlich alles selber machen, was ich möchte. Ich habe mir alles selbst gelernt. Es war auch wirklich eine schöne Zeit, aber halt jetzt muss auch mal ruhiger werden. Ja, dann haben wir hier noch einen großen Kühlschrank. Immer ganz wichtig für uns, da wir viele frische Sachen immer essen. Wir essen viel Rohkost, von dem her, jetzt ist er eher ein bisschen leer, aber der ist normal vollgestopft bis oben hin. Versuche da immer so für eine Woche einzukaufen, dass wir irgendwo stehen können. Deine Küche? Genau, meine Küche. Wir haben hier den Boiler hinten drin, musst du erklären? Ja, der Warmwasserboiler läuft über die Standheizung oder über Strom für Heißwasser, zum Duschen, zum Spülen. Tatsächlich machen wir wirklich wenig mit dem heißen Wasser hier aufgeheizt. Ich mache zum Spülen wirklich auch oft am Gasherd das Wasser heiß und ich persönlich dusche kalt. Das gehört für mich dazu. Genau, dann haben wir hier mal überall schön Stauraum. Schön schüben hier. Genau. Ich habe hier oben meine Zauberschublade mit
allem, was der Mensch so braucht oder nicht braucht, je nachdem. Nahrungsergänzungsmittel, ich bin ja in dem Bereich tätig. Dann haben wir hier drin die Wasserfilteranlage, weil wir das Wasser ja auch trinken wollen, das wir hier reintanken. Da haben wir jetzt eine zweistufige Wasserfilteranlage mit Keramik und Kohle. Funktioniert super, ich bin begeistert, kann das Wasser trinken, es schmeckt gut. Macht absolut Sinn, wenn man auf Dauer auch hier drin wohnt. Das Umfeld begegnet dir immer so, wie du drauf bist. Wenn du in deiner Sache sicher bist, wenn du dich wohlfühlst, so wie du lebst und nicht jetzt hausieren gehst und anfängst, die Leute irgendwie zu umdrehen zu wollen oder auf deinen Weg zerren zu wollen, dann sind die im Frieden damit und die anderen sind uns egal. Also ich merke es schon bei Leuten, die selbst 9 to 5 arbeiten und im System sind, die sind schon darüber verwundert und können das jetzt gar nicht so glauben, dass du das nicht mehr machst und dass du die Sicherheit aufgibst und aus dem Ganzen aussteigst. Also die sind da schon eher skeptisch. Ja, das stimmt. Die glauben halt, du machst es halt eine Zeit lang. Die glauben halt, du ziehst jetzt los und machst deine Weltreise, dann hast du die erledigt, das verstehen sie. Dann kommst du wieder und schaffst wieder weiter, weil genau. Die sind ja nur im Schaffen den ganzen Tag. Ja, du nimmst dir halt eine Auszeit. Die das sind ist halt in dieses dieser Leistungsgesellschaft, Urlaub. Sind die einfach halt mittendrin und da kommen sie auch beim Denken schlecht raus. Ja, das stimmt. Und da kommst du aber erst raus, wenn du selbst nicht mehr drin steckst. Vorher kommst du da nicht raus. War bei mir dasselbe. Ich bin da auch schlecht rausgekommen, wo ich immer. Du kommst nicht mal raus, wenn du selber drin steckst und hast keinen, der dich da irgendwie aufmerksam macht, weil dann machst du immer weiter. Du brauchst immer ein Gegenüber, das dir irgendwie der das sagt, hey, guck ja, mal hin. Ja. Ja, allein ist es ganz schwer, ja, da rauszukommen und das zu erkennen auch, dass du so tief drin steckst. Ja, für mich ist es halt tatsächlich so, ich merke das, wie ich drauf bin, in der Stimmung, in der ich rausgehe, die begegnet mir. Das ist halt meine persönliche Erfahrung. Wenn ich einen guten Tag habe, gehe los, ich gehe einkaufen, ich quatsch die Leute an. Es ist easy peasy, ich gehe barfuß, die finden es super. Ich erwähne kurz, ich wohne im Bus, die so, oh! Aber sie finden es gut. Und wenn ich dann irgendwie einen Scheißtag habe und denke mir, wow, der nervt hinter mir, weil der will unbedingt jetzt an der Kasse ganz schnell vorankommen, ja klar, dann kommt die Vibe auch nicht so zurück, wie es schön wäre. Ist ja logisch. Ja, technisch sind wir jetzt gut aufgestellt. Ich habe jetzt auf dem Dach ein gutes kW Solarstrom drauf. Das kommt dann hier rein. Lädt heute, ist schon wieder voll, hat heute schon mit 50 Ampere geladen. Hier ist die ganze Technik vorhanden, großer Wechselrichter mit 2600 Watt. Kann ich auch mal eine Kreissäge dranhängen, Kompressor, Hochdruckreiniger, packt das alles weg. Ladegerät mit 120 Ampere, die Sicherungen. Während der Fahrt wird auch geladen. Wenn ich den Motor starte und lasse den Standgas laufen, dann lädt er hier auch mit 80 Ampere rein. Ist im Winter gut, wenn zu wenig Sonne da ist, lasse ich 3 Stunden laufen, dann reicht es wieder für 3 Tage. Finde ich auch eine coole Sache. Genau. Dann haben wir hier noch 2 große Lithiumblocks drin. Mit je 200 Ampere-Stunden haben wir 400 Ampere-Stunden Lithium dabei. Reicht auf alle Fälle, auch im Winter. Im Sommer ist sowieso nie ein Problem, im Winter ist immer der Schwachpunkt, wenn zu wenig Sonne reinkommt. Aber das passt soweit ganz gut. Dann haben wir noch 2 Standheizungen, 2 kleine Standheizungen mit je 2 kW. Weil das ganze Jahr über reicht hier eigentlich eine und im Winter ist die zweite oft von Vorteil. Dann noch eben diese 2 Wassertanks mit je 150 Liter, 300 Liter Wasser. Und wir kommen immer 2 Wochen aus. Wir können jetzt 2 Wochen autark stehen, dass uns das alles reicht. Wenn wir ein bisschen schmutzige Schweinchen sind, kann man länger stehen. Also mit jedem Tag ein bisschen duschen, waschen und spülen, also reicht es uns 2 Wochen, wenn wir gut haushalten. Wenn du dir das wirklich wünschst, dann mach's einfach. Auch wenn es vorher unerreichbar scheint oder wenn du Schiss davor hast oder wenn du dir denkst, das kann ich nicht, was soll daraus werden. Das hatte ich auch, so ging es mir auch. Man muss es einfach wirklich machen. Und wenn der erste Schritt funktioniert hat, dann geht der zweite gleich viel besser. Und dann kommt das Ganze ins Laufen. Man muss den Mut haben, einfach den ersten Schritt mal zu machen. Ja, und ich würde vor allem auch
unbedingt empfehlen, sich nicht nach anderen Leuten auszurichten. A, mit der Geschwindigkeit, B, mit dem, wie man leben will. Auf gar keinen Fall an anderen Leuten ausrichten. Immer wirklich schauen, was brauche ich für ein Tempo. Wo fühle ich mich sicher? Also immer dieses Ding zwischen Komfortzone und Sicherheit. Um sich aus der Komfortzone rauszubewegen, brauchst du auch wieder so eine gewisse Form von Sicherheit. Also gerade in der Spiri-Szene merke ich halt gerade voll den Trend, die Leute irgendwie ins Wasser zu schubsen. Und das ist halt kein Spaß irgendwie. Da heißt es dann, ja, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann willst du es nicht genug. Aber jeder Mensch ist doch anders. Jeder Mensch braucht seinen eigenen Weg und seine eigenen Schritte. Der eine, der geht 10 Schritte voraus und bleibt dann stehen und wartet. Der nächste geht 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Es ist einfach individuell. Also mein Tipp ist echt, geh erstmal in dein Herz und schau ganz genau, was du willst. Wie willst du es haben, wenn alles möglich ist? Ja, wie willst du es haben, wenn alles möglich ist? Und dann geh los und hol die Inspiration bei anderen Leuten. Ja? Dann geh los. Aber geh nicht los und schau dir hunderte von Videos an. Da ist so viel tricky, da wird so viel Filter und schön und romanticize your life und alles. Und oh, ich will das auch. Nee, geh in dein Herz, schau, was du brauchst. Und dann geh schön langsam aus deiner Komfortzone raus, streck die Nase drüber über den Daumen und guck mal und du wirst sehen, das ist der Hammer. Da ist alles da. Da ist alles da. Wir haben uns entschieden, keine kompakte Kochstelle zu verbauen. Wir haben uns generell entschieden, nicht viel zu verbauen, weil ich mache gern Yoga, ich koche gern, ich brauche hier viel Platz, ich kann hier alles aufbauen. Das Ding kann man verstauen, da unten rein, weg ist es. Dann habe ich hier auch eine Fläche, wo ich eventuell Sachen anrichten kann. Dann ist es so, dann nehme ich den einfach mit raus, wenn schönes Wetter ist. Und mache die ganze Chose draußen. Ich koche generell auch gern am Lagerfeuer. Wir ernähren uns plant-based. Und es ist eine Freude, hier drin zu kochen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel Platz. Ich habe hier die ganze Fläche, ich habe da drüben, wenn ich da ausräume. Ich kann richtig fett auch mal für eine Woche Prepper machen. Das macht total Spaß. Dann kommen wir hier von der Küche gleich ins Schlafzimmer. Und wir haben das auch bewusst offen gelassen. Wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir nicht hier vielleicht so einen Vorhang ziehen von hier rüber, um eine geschlossene Kabine zu haben, damit man sich auch mal abschotten kann. Aber das haben wir ja dann langfristig auch irgendwie übers Tippi gelöst. Und es ist einfach schön, das Gefühl hier ist total frei. Wir haben uns generell dagegen entschieden, irgendeine Art von Sitzfläche zu machen, weil wir beide gern im Schneidersitz sitzen. Und die Fläche da unten, die ist Gold wert. Du kannst da unten einfach alles machen. Ich habe letztens Kuchen gebacken, gleichzeitig Prep für eine Woche essen. Für uns ist dieser viele Raum und dieser viele Space einfach perfekt. Wir haben ein wunderschönes Grundstück uns ja erschaffen. Wir haben ja eigentlich schon lange davon geträumt, ein schönes Freizeitgrundstück zu haben. Ich war früher ganz stark auf dieser Schiene Selbstversorger, WG, dieser klassische Traum, den ganz viele Leute haben. Es ist halt in Deutschland echt schwierig, wirklich auch durch den Winter zu kommen. Es gibt halt dann einfach Kartoffeln und Karotten. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, mobiler zu werden. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, also vor allem mir persönlich ist es das größte Anliegen gewesen, vom Haus rauszukommen, um tatsächlich nicht mehr Trinkwasser zu verschwenden. Wir sind so ein reiches Land, dass wir in Trinkwasser kacken. Und das ist eine Sache, die macht mich wirklich traurig. Und deswegen habe ich auch jetzt diese Freiheit, hier draußen zu sein, mit der Natur zu sein. Wir haben uns ein Plumpsklo gebaut, wir verkompostieren das Ganze. Wir haben hier auch die Außendusche. Also ich dusche ja persönlich am liebsten kalt und ich habe mir das hier hingehängt, um immer draußen meine mobile Dusche zu haben. Und das mit der Toilette ist tatsächlich schon jetzt, wo wir am Platz viel sind, sehr wichtig, weil einfach, du musst halt das Ding da drin, die Trockentrenntoilette, nicht so oft ausleeren. Und ich würde auch sagen, es ist tatsächlich, ich finde es was Gutes, die
Sachen, die wir ausscheiden, irgendwo zurück in die Natur zu bringen. Es ist eine wichtige Sache, es ist eine Sache, wo wir uns einfach viel zu wenig Gedanken machen. Komm mal mit, wir gehen zu meinem Tipi. Hier unten habe ich mein Hochbeet. Tatsächlich ist es so, wenn ich das früher bei meinem früheren Gärten gewusst hätte, wie das super funktioniert mit dem Hochbeet, hätte ich mir jede Menge Enten, die der Fuchs geholt hat, gespart und viel mehr Ernte gehabt und viel weniger den Schnecken verfütternd. Also ich bin hier super happy. Hier habe ich noch ein paar kleine Tomaten. Schauen wir mal, ob das was wird in dem Pott. Genau. Und was ich an dem Grundstück einfach mag, ich habe tatsächlich öfter schon gepostet bei Facebook und dachte mir, die wissen jetzt, dass ich da in Deutschland bin. Nee, die wissen das nicht, weil das kann überall sein. Das ist so crazy. Ich habe schon Fragen bekommen, ob ich in Südamerika gerade bin, ob ich in Portugal bin, ob ich in Spanien bin, wo auch immer. Also ich kann mich hier überall hinträumen. Ich vermisse manchmal die Badewanne. Aber nicht die warme Badewanne, tatsächlich die vollgefüllte kalte Badewanne nach dem Wim Hof Prinzip, in die ich morgens reinsteigen kann und erstmal zu mir kommen. Die vermisse ich manchmal ein bisschen. Ich vermisse hin und wieder, wobei ich sagen muss, das habe ich jetzt auch schon ausgeschaltet, weggeschaltet, den Backofen. Ich habe ja den Omnia, ich kann mit dem Omnia wirtschaften, wie ich will. Das ist halt einfacher Backofen auf, reinstecken und gut ist es. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, ich vermisse überhaupt nichts und ich kann nicht verstehen, dass die ganzen Leute nicht das vermissen, was wir haben. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Communities geben sollte, dass sich mehr Leute zusammentun, um alternativ auch mehr zu lockeres leben. Zusammenleben. Nicht Lockeres dieses, wir bilden jetzt eine Zusammenleben. Community Nee. und kaufen uns ein Haus. Mit 1000 Regeln und alles. Nee, es soll Mögliche einfach wieder. mehr dieses lockere Zusammenkommen Ja. und vielleicht auch mehr Plätze, an denen man kommen und gehen kann. Ja, das wäre Das würde ich schön. mir sehr wünschen. Ja. Ja. Das geht mir ein bisschen ab. Ja, das In stimmt. Europa Weil auch du vor halt dann allem. nicht mehr so in der Society mit den Freundschaften verankert bist. Du gehst halt dann irgendwie, du suchst dir halt dann deine Nische irgendwo, genau. Ja. Und weil die Sandra so gerne im Tipi wohnt und so gerne im Tipi leben möchte, habe ich ihr das Ganze auf eine Holzplattform gestellt. Weil wenn es in einer nassen Wiese steht, ist das immer ziemliche Letten im Winter. Da sind dann einfach hier Steine im Boden gestellt, ins Wasser gerichtet, Balken drauf und die Bretter drauf geschraubt. Einfach eine schöne stabile Holzplattform, nichts betoniert, nur hingelegt, steht bombenfest. Und da haben wir jetzt der Sandra ihr Tipi drauf. Mein Tent-Tipi. Ein Tent-Tipi, aber das ist ein Markenzelt, das ist eigentlich ein Reisetipi. Es ist gemacht für Expeditionen vom Nordpol bis zum Südpol für die Wüste, wird überall genutzt in allen extremen Situationen. Man kann es also verpacken und mitnehmen, hat dann 14 Kilo. Diese Größe jetzt ist ein relativ großes, wiegt dann 14 Kilo, ist wie so ein Rucksack, wie so ein Trekking-Rucksack zum Tragen. Also ein Reisetipi für unterwegs, überall aufstellbar. Und das war uns sehr wichtig, weil man kann es einfach irgendwo einen Hänger schmeißen, ins Auto schmeißen, mitnehmen, irgendwo aufbauen und du hast ein riesen Zelt da stehen, wo du auch lange sein kannst. Das Ganze ist dann noch beheizt mit dem Holzofen, Das zeige ich euch weil gleich. du das ja auch im Winter nutzt und im Winter drin wohnst. Also ich bin da wirklich im Winter drin. Ich bin da mit meinem Thermoanzug, komme da runter morgens, mache mir da mein Kerzenlicht an, mache mir da meinen Ofen und habe das so cozy. Ich liebe das. Das ist mein Skished. Da darf ich rein und nur der, den ich reinlasse. Und ich habe hier meinen Space mir so gebastelt. Ich habe da drüben meinen Altar. Ich habe hier meinen Arbeitsbereich. Hier kommt mein Computer hin. Und ja, ich halte mich hier wirklich gern auf. Viel. Ich schlafe manchmal auch hier drin. Und ich mag einfach diesen Spirit. Für mich war es so, für mich war die erste Spiritualität in meinem Leben waren die Native Americans. Das war damals so. Und es hat mich so tief berührt. Ich wollte immer schon in einem Tipi wohnen. Und es hat lang gedauert. Viele Monde. Aber jetzt ist es soweit und I enjoy it most maximum. Wir zwei sind seit über 26 Jahren gemeinsam auf dem Weg, sind Gefährten. Und
Wir haben erlebt, Familien sind gegründet worden, zerschossen worden, gegründet worden, zerschossen worden. Und ich würde gern einfach in die Welt raustragen, dass es wert ist, nicht jetzt zu kämpfen, aber einfach diese Wertschätzung zu sehen, wenn man länger schon zusammen ist, einen Weg zusammengegangen ist und es kommen Stolpersteine, es kommen Hürden, dass man einfach die gemeinsam anpackt und nicht alles hinschmeißt und nicht so ins Ego reingeht und dann beleidigt ist, weil es vielleicht nicht so ist wie am Anfang. Es ist nie wie am Anfang. Am Anfang ist Verliebtheit und nachher kommt Liebe und Liebe ist was anderes wie Verliebtheit. Und das wäre mir einfach wichtig, dass die, gerade so die Jüngeren, ich habe so manchmal das Gefühl, ich will was Freshes. Ja, der nervt mich jetzt und ich will was Freshes. Und ich will neu anfangen. Und wo fangst du neu an? Du kriegst doch wieder genau dieselben Aufgaben bei der nächsten Person, die wieder genau dasselbe in dir triggert. Sachen wertzuschätzen, die man sich durch Lebenserfahrung erarbeitet hat. Egal, ob das eine Beziehung ist oder ein Platz oder Sachen. Einfach mehr Wertschätzung. Weniger wegschmeißen, weniger nachkaufen, mehr wertschätzen. Dankbarkeit, dankbar sein. Dankbarkeit und Wertschätzung. Punkt. Aus.